Leute, aufgepasst! Heute geht es um etwas Lebenswichtiges bzw. für dein persönliches Überleben Wichtiges. Es geht darum, ob dein Inverter im Off-Grid-Betrieb am Ausgang auch genullt ist. Das heißt, dass der intern dieses Nullungsbrückenrelais durchschaltet. Ich zeige dir das jetzt, wie du das am einfachsten überprüfst. Wichtig ist, es hat da verschiedene Firmware-Versionen gegeben. Bei manchen musste man es nicht anhaken. Ich habe hier die Firmware-Version, da muss man Signal Island Mode anhaken, damit auch beim Ausgang das Relais geschaltet wird. Ich habe folgende Firmware-Version, die 2005 1128 1807. Bei dieser Version muss man es anhaken. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das Ganze dann in der Messerei vonstatten läuft. Wie gesagt, Freunde, im Inselbetrieb ist das überlebenswichtig, dass der Inverter intern zwischen N und PE eine Brücke schaltet, damit ein FI, Fehlerstromschutzschalter oder RCD funktionieren kann. Im normalen Netzparallelbetrieb passiert das Ganze ja im Vorzählerteil in der Regel von deinem E-Werk, wenn ihr ein genulltes Stromnetz habt. Alle werden das noch nicht haben. Es gibt auch TT, also Terra Stromnetz. Das heißt, da gibt es bei dir diese Nullungsbrücke noch nicht. Aber da müssen wir mal über die Netzsystemen den einen oder anderen Takt quatschen. Aber in der Regel haben schon sehr viele Gebiete, also bei uns in der Steiermark, in Österreich ist es schon bei sehr vielen Gebieten vollendet, dass dann der Häuslebauer hier die Nullungsbrücke drin hat. Hast du hier im Vorzählerteil keine Nullungsbrücke, beziehungsweise viele haben sie auch oben illegal zwischen N und PE bei den Verteilungen eingebaut, auch schon alles gesehen. Macht es für dich, wenn du einen normalen Stromanschluss vom Netz hast, ist das für dich kein Problem, weil der fehlende Nullungsbügel wurde ja beim Trafo, also bei der Trafostation von E-Werk, gibt es eine Verbindung von deinem N, der ist beim Trafo von E-Werk mit der Erde verbunden. Das ist auch der Grund, wieso der Fehlerstromschutzschalter auch funktioniert, wenn du den nur vierpolig, also von der Zuleitung her nur vierpolig versorgst und selbst selber keine Erdungsanlage hast. Aber so tief wollen wir jetzt nicht rein. Alles ein wenig komplex rund um Netzsysteme, da braucht man tolle, lustige Zeichnungen, damit man sich das bildlich vorstellen kann. Ich bin gerade dabei, ein Inside-Video zu drehen zum Dr. Volt Stromverteiler und sehr viele haben mich schon bei den Kommentaren gefragt, ist der FI für was? Und da hat der Kanal Freunde des Stroms ein mega wichtiges Video gemacht. Ich verlinke es jetzt hier in dieser Position. Ein Must-Have, dieses Video gesehen zu haben. Da geht es im Video darum, dass sehr viele, sage ich mal, illegale Fehlerstromschutzschalter unterwegs sind, die nicht in der Lage sind, von alleine auszulösen, wenn eben der N-Leiter nicht angeschlossen ist. Das ist auch der Grund fürs nächste Video, wo ich das schon vorbereitet habe. Im nächsten Video zeige ich euch, dass ein Fehlerstromschutzschalter nur mit einer versorgten Phase auch auslösen kann, wenn er nach österreichischen und deutscher Norm gebaut wurde. Das war der Grund, wieso ich jetzt auch auf den Thema Signal Island Mode draufgegangen bin. Ein wenig ausgeschweift, musste aber sein. Das ist jetzt im Prinzip der Load-Ausgang. Im Prinzip dieser Fehlerstromschutzschalter ist bei mir jetzt der Haupt-FI direkt über den Load-Ausgang. Das hilft mir aber dann nichts, wenn diese Nullungsbrücke zwischen PE und N nicht intern in den Inverter gesetzt ist. Ich werde auch hier an dieser Stelle kurz das Schema von DAI einblenden. Ich messe jetzt absichtlich mit dem K-Weeds Messgerät, das wurde mir zur Verfügung gestellt bzw. gesponsert, um ein wenig die Praxistauglichkeit von diesem Messgerät zu prüfen, ob das für euch was ist. Das Ding ist sehr günstig, macht auf den ersten Eindruck auch extrem viel Spaß. Glaube ich, werde ich fast ein eigenes Video machen. Trotz allem wichtig ist einmal, dass dieses Messgerät definitiv auf AC eingestellt ist und nicht auf den Auto-Mode. Ich habe es jetzt deswegen im Einsatz, weil es einfach vom Display her, ich glaube, man sieht es, ein wenig schöner zu sehen ist, wie das Monochrom-Display von meiner Fluke. Und natürlich auch ein wenig Werbung für K-Weeds. Also, man sieht die Strippen. Ich messe mal hier die normale Ausgangsspannung von Inverter. Phase 1 230 Volt in etwa, Phase 2 auch in etwa 230 Volt. Wir fahren Inselbetrieb beim DAI-Inverter und auf der Phase 3 auch in etwa 230 Volt.
Wir können auch noch die 3 Phasen, sprich die 400 Volt, die Drehstromspannung messen. Alles wunderbar. Jetzt wird spannend, was passiert, wenn ich einen Außenleiter gegen Erde messe. Ja, großartig. Wir haben 228,9 Volt. Dann würde man ja sagen, die Nullungsbrücke klappt. Gegenkontrolle. Phase 2. Auch alles gut. Gegenkontrolle. Phase 3. Auch alles gut. Nein. Gegenkontrolle. N und PE müssen dasselbe Potenzial haben. Haben sie jetzt in diesem Fall wunderlicherweise. Das ist eben die Laune von den Dye-Inverter. Vorher hatte ich hier 28 Volt. Das heißt, das Relais hat drin nicht geschalten. Zurück zum Dye. Ich hatte diese Einstellung beim Dye und war ganz verwundert, dass ich dann beim Testen eben zwischen PE und N 28 Volt hatte. Und erst wie ich in der Software Signal Island Mode gedrückt hatte, hatte ich intern das Relais auch schalten gehört. Passiert jetzt scheinbar nicht, weil ich schon ewig im Off-Grid-Betrieb fahre. So, ich werde das Video jetzt stoppen und werde wieder On-Grid fahren. So, ich habe das Netz jetzt inzwischen eingeschaltet. Das hat aber einen Grund gehabt, wieso ich vorher das Netz rausgeschmissen habe. Wir brauchen jetzt knapp 1 Minute, bis wir wieder online sind, weil ich ja natürlich nicht den Pennbügel von E-Werk mitmessen wollte. Das heißt, ich habe absichtlich jetzt auf Inselbetrieb geschaltet, weil mir das ganz wichtig ist und auch für euch da draußen, damit ihr im Blackout-Fall euch nicht grillt, wenn ihr dann irgendwo in eurer Verteilung reinkommt. Und man weiß es ja nicht, gerade im Bereich von Hochwasser und so kann es ganz schön öde sein, wenn so ein Keller überflutet ist. Dementsprechend ist das lebenswichtig, dass im Off-Grid-Betrieb das mit der Nullungsbrücke intern im Inverter klappt. Und scheinbar ist der Dye da ein wenig ein Sack. Ich habe da schon viel gearbeitet mit der Maschine und da möchte man es im Video zeigen, klappt es nicht. Ich habe jetzt diese Einstellungen und es hat, siehe da, mir gerade den Fehlerstrom-Schutzschalter vom Netz geschmissen. Das ist jetzt da hochinteressant, das ist mein Haupt-FI. Warum es den jetzt geschmissen hat, den kann es fast nur deshalb geschmissen haben, weil irgendwie die Nullungsbrücke vom Dye noch immer eingeschalten ist. Das ist öde. Schauen wir mal uns das Ganze an. So, zweiter Versuch. Ich habe den Fehlerstromschutzschalter, den Haupt-FI von meiner gesamten Anlage wieder eingeschalten und ich habe jetzt da aber das Feature Signal Island Mode angehakt, in der Hoffnung, dass wir das Relais drin schalten hören. Das Relais muss ja dann umschalten, weil das war auch zu 99% der Grund, wieso es mir da jetzt da den Fehlerstromschutzschalter geschmissen hat. Weil die Fehlerstromschutzschalter sind ja Summenstromwandler. Das heißt, wenn hier im Ausgang N und PE verbunden ist, können da so kleine Ströme fließen. In meinem Fall ist ja das nur ein 100 mA. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Zwar ein Typ S, ein selektiver, aber wenn man ein paar Geräte im Einsatz hat, hat man schneller mal auch nur mit einer Nullungsbrücke es geschafft, obwohl kein Fehler vorliegt, dass der Fehlerstromschutzschalter fällt, weil einfach gewisse Ströme fließen. Jetzt habe ich da intern im Dye gerade Relais schalten gehört und siehe da, es klappt alles wunderbar. Hochinteressant das Ganze. So, es war nur interessant, in diesem Fall hat es bei mir jetzt nur mit Signal Island Mode geklappt. Aber ich war definitiv vorher im Notstromtest drauf, dass das Signal Island Mode eben nicht angehakt war. Wir machen jetzt schneller mal wieder die Kontrolle. Klar, jetzt sind wir im Netzparallelbetrieb. Hier empfehle ich dir, das Auto zu deaktivieren, weil das in diesem Fall bei Entspannung messen extrem nervig sein kann, weil das immer hin und her springt im Automodus und teilweise auch du damit, wenn der auf Durchgangspiepsen schaltet, auch einen Fehlerstromschutzschalter schmeißen kannst, weil er natürlich dann hier hochohmigerweise ein Widerstand drüber geschaltet wird über die Messspitzen. Wir sind jetzt im Netzparallelbetrieb. Ich messe mal Phase 1 gen N 230 Volt. Phase 1 gen PE auch 230 Volt. Und da gehe ich ran, dass man es in der Kamera sieht. Und wunderbar 0,12 Volt zwischen N und PE. Das heißt, alles sehr gut.
Woher kommen diese 0,12 Volt? Das können auch Fehler vom Messgerät sein oder auch Induktionen, weil sehr viele Drähte ja in der Installation nebeneinander liegen. Soweit alles okay. Jetzt gehe ich wieder zum Die, mache jetzt Off-Grid, heißt ich schmeiße den FI raus und wunderbarerweise, wie es beim Die üblich ist, läuft alles weiter. Wunderbar. Und jetzt ist jetzt wichtig, dass ich endlich, wir schauen noch einmal zur Kontrolle, Signal Island Mode ist deaktiviert. Was wir jetzt für interessante Spannungen zwischen N und PE erreichen. Natürlich super Vorführeffekt. Ich habe hier zwischen N und PE, jawohl, nein, man muss ja Geduld haben. Ich stelle das Messgerät ein Stückchen weiter drüben hin. Nicht das Messgerät, die Kamera. Gerade waren es 28 Volt und jetzt auf einmal sind es keine 28 Volt. Das ist halt sehr gemein. Wir haben da kurz 4 Volt. Ich mache jetzt mit der Fluke einen Gegencheck. Ich habe es aber vorher auch schon gegengecheckt. Das ist eben so eine Sache. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob man das... Sieht man das? Weiß man nicht. Ein Königreich für eine Halterung für ein Messgerät. So, wo ist das Messgerät, das zweite? Die Fluke. Wunderbar, wir messen gerade bei der Fluke, man sieht es, 31,7 Volt, Gegenprobe mit den Keyweeds. Hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist jetzt sehr spannend, warum der Keyweeds das jetzt nicht abtastet. Also das ist jetzt wieder sehr ärgerlich und spricht gerade nicht für das Messgerät. Machen wir mal einen Aus-Ein. Jetzt sind wir wieder genau bei diesem Fall. Wer viel misst, der misst Mist. Also wir haben jetzt da Auto. Ich fahre jetzt zwischen N und Ding. So, hier zeigt uns eine DC-Spannung von 85 Volt an. Das hat jetzt auch damit zu tun mit der Abtasterei. Die 85 Volt werden wahrscheinlich von der 48 Volt von der Gleichrichterkette kommen und hier tastet er zwischen N und PE über einen Kondensator irgendeinen Müll ab. Ist halt öde. Stelle ich hier jetzt manuell um auf AC-Spannung. Aus was für einem Grund lasst er mich jetzt nicht? Sagt er per se, es ist eine DC-Spannung. Auch sehr spannend. Ja, da sieht man halt, es ist ein kleiner Unterschied in der Messelektronik. Das heißt jetzt nicht, dass der Keyweeds schlecht ist. Ich gehe wieder zurück zu meiner allseits bekannten Fluke und dort wird mir definitiv eine 32,4 Volt AC-Spannung angezeigt. Jetzt schaue ich einmal, was er mir im DC-Messbereich ansagt. Er zeigt mir aber auch die 85 Volt DC an, die was mir das Keyweeds gemeldet hat. Aber wir wollen die AC-Spannung und die ist definitiv hier, 32 Volt. Und das ist eben das Problem mit den fehlenden N-Leiterbügel, weil in diesem Fall, ich werde es jetzt versuchen euch zu zeigen, mit der Ersatzschaltung, sollte der Fehlerstromschutzschalter hier auslösen. Das ist das Setup, was ich für das nächste Video vorbereitet habe. Ich habe hier eine 25 Watt oder 40 Watt Glühlampe, einen zweipoligen Sicherungsautomaten mit einer Teilungseinheit und der rote Draht geht hier auf den Außenleiter. Dieser geht hier rauf auf meinen Generatorport. Der Generatorport ist ja nichts anderes als die 1:1 nur genullte Verbindung, also ohne Fehlerstromschutzschalter zum Die-Inverter. Ich bin jetzt also hier beim Generatorport und meine ganze Anlage, es ist ja eigentlich geerdet, schön brav. Das heißt, diese ganzen Eisenschienen und die Erdungen hier über die Zuleitungen, die treffen sich alle hier auf PE. Würde dann der zweite Leiter, ich kluppe ihn einmal ab, ich muss nur aufpassen, dass mir da nicht eine watscht, weil über 50 Volt kann das auch schon wehtun. Aber jetzt für euer Verständnis, die zweite Leitung ist hier die Glühlampe, die gebe ich hier auf meine Erdungsgeschichte. Würde ich hier den Fehlerstrom in diesem Fall von 100 mA überschreiten,
wird oder soll oder muss dieser FI mechanisch fallen. Dazu gehen wir im nächsten Video darauf ein. Aber irgendwas muss passieren. Hier wird aber dann gar nichts passieren, weil wir keine Nullungsverbindung haben, weil einfach im Dye-Inverter, und jetzt machen wir eine Kontrolle in der Messung von der Spannung. Ja, aber schön, wenn ich dieses Fluke-Messgerät auch hier hätte. Das ist auch der Grund, wieso ich mit diesen ganzen gesponserten Sachen auch arbeite, ob man damit in der Praxis auch wirklich was tun kann. Nur günstig und tolle Features sind oft nicht alles im Leben. Ich hoffe, man sieht die Fluke. Ich messe jetzt hier bei diesem Pol GNN, sind die 230 Volt, und wenn ich jetzt aber runtergehe auf die PE-Schiene, habe ich jetzt statt 30 Volt Nummer 6 Volt, 6,7 Volt. Ich schalte jetzt kurz auf den DC-Bereich, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder diese, die ist jetzt inzwischen verschwunden, diese 80 Volt DC, was wir vorher hatten, auch interessant. Das ist das Geheimnis der Kondensatoren, die was irgendwo da gegen PE geschaltet sind. Fakt ist aber in diesem Fall, wir haben nur 6,7 Volt, müssten aber die 230 Volt haben. Diese haben wir nicht, weil der Dye-Inverter uns die Nullungsbrücke nicht geschaltet hat. Dementsprechend mega wichtig. In diesem Fall, bei dieser Firmware-Version, gebe ich Signal Island Mode, und ich muss jetzt kurz die Klappe halten. Ihr habt es gehört, es hat der Hintergrund was geduscht und der Fehlerstromschutzschalter hat ausgelöst. Der war jetzt lauter als das interne Relais. Jetzt hat der Dye-Inverter das interne Relais geschaltet. Der hat jetzt intern uns die Nullungsbrücke geschaltet zwischen N und PE. Wir machen jetzt die Kontrolle. Ich messe hier Phase, Außenleiter, Außenleiter PE, oder man kann auch Phase sagen. Wir sehen es, wir haben die 229,8 Volt. Das ist ja das, was mir so wichtig war, dass ihr das versteht. Und als Gegenkontrolle immer kontrollieren die Spannung zwischen NPE 81 Millivolt, das ist okay, ein wenig Messtoleranz haben wir. So, was habt ihr inzwischen versäumt? Da unten ist meine Glühlampe, die was statt über einen N-Leiter über unseren PE, über unsere Metallkonstruktion versorgt wird. Technisch betrachtet ist ja hier N und PE durch der Nullungsbrücke dasselbe Potential. Aber den Fehlerstromschutzschalter ist es ja wichtig, weil sonst kann er keinen Differenzstrom messen. Das heißt, wir haben hier nur eine Phase angeschlossen. Achtung, dazu gehen wir extra in ein Video ein, weil der Kollege von Freunde des Stroms hat schon sehr ausführlich darüber berichtet, aber das, muss ich sagen, ist mega wichtig fürs Überleben. Extra in einem Video, warum das auch so funktionieren muss mit einer rein mechanischen Auslösung. Ihr seht, es ist nur ein Außenleiter angeschlossen, und ich halte jetzt die Kamera runter, ich werde mal den Sicherungsautomaten oben betätigen, und es wird, ihr habt es gesehen, die Glühlampe hat kurz geleuchtet und der 100 mA FI hat ausgelöst. Leider, wenn ich hier jetzt umschalte, macht scheinbar der Dye da nicht jedes Mal mit. Deswegen hat es mir ja vorher am Anfang vom Video hier ein wenig verfolgt. Wir sehen, das Signal Island Mode ist jetzt weg, aber scheinbar, solange im Off-Grid-Betrieb ist, lässt er es nicht zu, dass man hier einen Wechsel macht, weil würde Signal Island Mode weg sein, dürfte die Glühlampe jetzt gar nicht leuchten. Oder kann ich so filmen? Bringe ich das zusammen? Nein, so ist besser. Da komme ich schöner hin mit der Filmerei. Das heißt, jetzt funktioniert der FI gleich wie vorher. Sollte aber nicht, weil ja eigentlich die Nullungsbrücke ich laut Software weggeschalten habe. Dementsprechend ganz wichtig, hier ein wenig mit Ruhe und Geduld das Feature überprüfen. Ich kann einmal nur jedem empfehlen, der erst RCDs in seiner Verbrauchanlage hat, und das werden, glaube ich, doch die meisten sein, gebt's auf Verdacht einmal immer dieses Häkchen rein, wenn ihr euch einen Dye-Inverter settet, und dann einmal On-Grid, einmal Off-Grid. On-Grid wird es immer funktionieren, aber dann 2-3 Mal probieren, ob das dann wirklich so der Fall ist, dass ihr im Off-Grid-Betrieb mit einer einigermaßen gut brauchbaren Messeinrichtung, und da sind wir wieder bei den günstigen Messgeräten, wer viel misst. Da sind halt den Elektriker dann die teuren Fluke-Geschichten per se lieber, geht das schöner mit Hintergrundlicht, aber genug der Worte. Fakt ist, hier
muss, wenn alles gut klappt, immer auf einer Schraube, die was angeschraubt ist, messen, weil hier, wenn es locker ist, kann sein, dass du keinen ordentlichen Kontakt hast. Ihr seht, hier ist eine Ader drauf und hier ist eine Ader drauf. Immer in so einem Fall zwischen N und PE die Gegenkontrolle machen. Ich mache das bei alle Power Stations auch. In diesem Fall, diese Millivolt, die können wir außer Acht lassen. In diesem Fall haben wir eine funktionierende Nullungsbrücke. Ganz, ganz, ganz mega wichtig für euer Überleben, dass der LCD, der Fehlerstromschutzschalter, auch wirklich in der Praxis funktionieren kann. Natürlich auch schön, immer die Gegenprobe. Wie schaut's aus? Ist zwischen einem Außenleiter und N und einem Außenleiter und PE sind die identischen Spannungen, dann ist ein Zeichen, dass die zwei dasselbe Potenzial haben, dass eben die Brücke, da ist ja nichts anderes wie ein Relais, was hier drin eine Brücke schaltet, auch klappt. Mit sechstem Thema, Nullungsbrücke, werden wir uns ganz viel jetzt bei den einphasigen Invertern in den nächsten Wochen und Monaten unterhalten müssen, weil die haben dieses Feature gar nicht eingebaut. Ganz, ganz wichtig, und natürlich die Power Station, die fahren alle nur isoliertes Stromnetz, auch öde. So, das Video wurde leider viel zu lange. Eine einfache Sache, die was so wichtig ist, ganz schwer euch zu erklären. Das nächste Video geht's weiter, Inside von diesem Dr. Volt Stromverteiler und ist dieser Fehlerstromschutzschalter für was? So, liebe Freunde, ich sage danke für euer Zusehen und bitte, bitte passt wirklich auf. Das ist jetzt einmal eine Sache, die ist mega wichtig. Da ist egal, ob du Elektroingenieur, ob du ein Studierter der Studentenklasse bist, ob du einfach nur der kleine Mann von nebenan bist. Hier bitte Obacht geben, weil im Off-Grid-Betrieb, da können wir dann keinen Scherz, da muss die Sache wirklich klappen, damit eben dieser essentielle, die sogenannte Nullungsbrücke vorhanden ist, damit auch der Fehlerstromschutzschalter einen Fehlerstrom messen kann. Gut, ich hoffe, ihr kennt euch ein wenig aus. Schreibt es mir in die Kommentare oder bessert es mich aus. Euer Mr. Mining. Tschüss, Baba.